mach schon. Läuft doch schon. Ach so. Guten Morgen aus Orléans. Wir machen hier gerade eine kleine Fahrradtour in die Stadt rein und schauen uns mal die Stadt von Jeanne d'Arc an. Ja, die Fahrradtour hierher war gut. Das waren jetzt 10 Minuten? Oder Ja, 20 Minuten knapp. 20 Minuten insgesamt, ne? Und es ist sehr schön ausgebaut und durchs Grüne war jetzt eine angenehme Fahrt. Ja, Fahrradwege sind hier echt top, kann man nicht anders sagen. Jetzt sitzen wir noch ein bisschen an der Loire und dann fahren wir weiter in die Stadt rein. Orléans, eine Stadt am Ufer der Loire, geprägt von Geschichte, Schönheit und einem besonderen Geist. Hier begegnet man ihr auf Schritt und Tritt. Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Im Jahr 1429, mitten im Hundertjährigen Krieg, betrat eine einfache junge Frau die Bühne der Geschichte, mit einer tiefen Überzeugung und einem unerschütterlichen Glauben. Sie überzeugte König Karl VII., führte das französische Heer und befreite Orléans von der englischen Belagerung. Noch heute spürt man ihren Mut und ihre Entschlossenheit am beeindruckenden Reiterstandbild auf dem Place du Martreuil, im gotischen Glanz der Kathedrale Sainte-Croix oder im Maison de Jeanne d'Arc, wo ihr Andenken lebendig bleibt. Orléans ist mehr als nur eine Stadt, es ist ein Ort, an dem Geschichte fühlbar wird. Und Jeanne d'Arc? Sie ist hier nicht nur eine Figur der Vergangenheit, sondern Teil der Identität. Kommt mit uns auf eine Reise durch Kopfsteinpflaster, Kathedralen und Legenden und entdeckt die Seele einer Heldin. Ja, wenn man am Schaufenster des Buchladens erkennt, in welcher Stadt man ist. Wer durch Orléans schlendert, sollte nicht nur auf die prächtigen Fassaden und historischen Gebäude achten, sondern auch mal den Blick nach oben richten. Denn plötzlich tauchen sie auf, kleine Pixelmosaike an Hauswänden, Laternen oder Straßenecken. Mal ein Space Invader, mal ein Pilz aus Super Mario oder andere bunte Figuren im Retro-Stil. Fast wie versteckte Easter Eggs mitten in der Stadt. Und genau das sind sie auch, Kunstwerke im öffentlichen Raum, inspiriert vom Street-Art-Künstler Invader, der weltweit mit seinen Mosaiken unterwegs ist. Hier in Orléans ist das Ganze fast wie eine kleine Schatzsuche. Wer aufmerksam hinzieht, entdeckt überall diese verspielten Pixelwesen, leuchten charmant und ein bisschen nostalgisch. Sie verbinden Moderne mit Vergangenheit, Popkultur mit Altstadt und machen den Spaziergang durch Orléans zu einem echten Abenteuer für Entdecker.
Sie tauchen immer mal wieder hier im Video auf. Also zählt doch mal mit und schreibt uns am Ende in die Kommentare, wie viele ihr gefunden habt. Und auch Orléans hat einen Nerdjob. Wir schauen mal kurz rein. Gut, dass ich aufgehört habe zu sammeln. Ich hab's nicht gemerkt. Several days later. Ja, guten Morgen aus Orléans. Wir sind heute nochmal mit den Fahrrädern nach Orléans reingefahren, weil vorgestern hat sich Heike hier eine Hose gekauft beim C&A, hat sich noch gewundert, dass es gepiepst hat beim Rausgehen, aber anstatt gleich zurückzulaufen, ja, ist sie halt einfach weitergegangen und zu Hause dann festzustellen, dass die Diebstahlsicherung noch dran ist mit Farbbombe. Ja, es gibt zwar Möglichkeiten, die eventuell auch zu entfernen, ohne dass die Bombe hochgeht, so mit Einfrieren und so weiter, aber ja, wir haben gedacht, wir wollten noch mal reinfahren. Außerdem hatte die Kamera eine falsche Einstellung, als ich gefilmt habe. Deswegen muss ich ein paar Shots noch mal wiederholen heute. Und wir wollten uns dann noch was anderes anschauen. Aber jetzt erstmal ist er im C&A. Und danach hole ich die Shots von vorgestern schnell nach und dann schauen wir weiter.
Hier machen wir eine kleine Mittagspause im Restaurant L'École des Sales Gosses. Man fühlt sich ein bisschen wie in einen Kindergarten versetzt, aber das Essen war sehr lecker. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? Einfach mal eine lange Tafel aus Stein mit Hockern und Park. Die Leute zum Le goût de Essen. Echt toll gemacht. un coin tranquille. Falls ihr mit Kindern in Orléans seid, lohnt sich auch auf jeden Fall ein Besuch des Biodiversitätsmuseums in Orléans. Leider bedarf es zum Filmen einer Sondergenehmigung, die man natürlich etwas im Voraus beantragen muss. Anschließend schlendern wir noch etwas durch die kleinen Gässchen von Orléans und suchen natürlich weitere Pixel-Art-Mosaike. Na, habt ihr mitgezählt? Es kommen noch welche. Also schön dranbleiben und dann in die Kommentare die Anzahl, die ihr gezählt habt, schreiben. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. C'était le bon temps dans le palais d'antan, on allait danser toute la soirée. La valse musette, des balades au canal en revenant du bal pour boire un godet dans un petit troquet. Ou bien une guinguette. C'était le bon Auf dem Rückweg zum Campingplatz haben wir dann nochmal einen Zwischenstopp an der Loire eingelegt. Und die Stadt sorgt auch hier dafür, dass man es sich bequem machen kann. dans le palais d'antan, c'était le bon temps. Mit diesen Eindrücken von der Loire verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bitte hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar und natürlich ein Abo. Und nicht vergessen, wie viel Pixelart-Mosaike habt ihr denn gezählt? Also, bis nächste Woche dann. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. C'était le bon temps dans le palais d'antan, on allait danser toute la soirée. La valse musette, des balades au canal en revenant du bal pour boire un godet dans un petit troquet. Ou bien une guinguette. C'était le bon temps dans le palais d'antan, il y avait des gamins, des